1986 war das Jahr der Actionfilme. In diesem Video zeige ich euch einen großen Blockbuster, aber auch kleinere Actionfilme, die mittlerweile teilweise Kultstatus haben oder von euch sogar komplett vergessen wurden. Diese Filme werden jetzt dieses Jahr noch 2026 40 Jahre alt und ich bin gespannt, ob ihr alle noch kennt. Und wir legen direkt los mit dem, glaube ich, dem Actionfilm von 1986. Den habe ich jetzt hier mit reingenommen. Ich bin mir sicher, ihr kennt den alle. Aber ich habe den deswegen mit reingenommen, weil der zweite Film, den ich euch gleich vorstelle, daraufhin aufbaut. Und es ist nichts Geringeres als Tom Cruise in Top Gun. Ja, und Top Gun ist wahrscheinlich der Actionfilm der 80er Jahre. Tom Cruise spielt den jungen Kampfpiloten Maverick, extrem talentiert, aber auch ziemlich risikofreudig. Genau das bringt ihn an die Elite-Flugschule der US Navy, wo sich die besten Piloten messen, und die heißt Top Gun. Dort trifft er auf starke Konkurrenz, vor allem Iceman, gespielt von Val Kilmer, der komplett anders tickt, kontrolliert, ruhig, diszipliniert. Während der intensiven Trainingsflüge geht es nicht nur darum, besser zu sein als die anderen, sondern auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Gerade nach einem tragischen Zwischenfall wird Maverick klar, dass es nicht nur ums eigene Ego geht. Nebenbei entwickelt sich auch noch eine Beziehung zu seiner Ausbilderin, also typisch 80er-Jahre-Style. Hier Kelly McGillis, die hier mit Tom Cruise anbandelt. Und was viele nicht wissen, nach dem Film wollten plötzlich unglaublich viele Menschen in den USA Kampfpilot werden. Die US hatte danach deutlich viel mehr Bewerbungen als vor dem Film. Und auch die die Sonnenbrillenmarke Ray-Ban hat Rekordabsätze verzeichnet. Und wen wundert's, Tom Cruise sah einfach cool aus in dem Film. Und es war ein riesengroßer Kinohit. Es war der Blockbuster im Actionbereich 1986, der 1986, wie gesagt, um die 350 Millionen zu dem Zeitpunkt eingespielt hatte. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Film, den ich jetzt eben gerade schon angeteasert habe, den vielleicht viele von euch vergessen haben, aber mit Sicherheit die Filme 5 und 6, die kennt ihr mit Sicherheit nicht. Jetzt gehen wir erstmal mit dem zweiten weiter und der baut auf Top Gun auf, denn es ist auch ein Film über Kampfflieger, über Kampfflugzeuge. Es ist Iron Eagle oder auch auf Deutsch der stählerne Adler. Auch der stählerne Adler kam 1986 als zweiter Jet-Action-Film raus. Hier geht es um den jungen Doug Masters, der vom Fliegen besessen ist. Sein Vater ist Pilot bei der Air Force und wird bei einem Einsatz abgeschossen und gefangen genommen. Als klar wird, dass die Regierung nichts unternehmen will, beschließt Doug, selbst aktiv zu werden. Zusammen mit dem erfahrenen Piloten eine Paraderolle Louis Gossett Jr. als Chappie Sinclair plant er eine waghalsige Rettungsmission, inklusive gestohlenem Kampfjet und eigenem Angriff auf das feindliche Gebiet. Der Film ist also deutlich mehr Abenteuer als realistischer Militärfilm, aber genau das, finde ich, macht ihn so charmant. Viele haben ihn damals im Kino verpasst, denn er stand komplett im Schatten von Top Gun, obwohl er zeitgleich mehr oder weniger gedreht wurde. Also es ist jetzt kein Abklatsch, der im Zuge von Top Gun rausgekommen ist, sondern der wurde, bevor Top Gun überhaupt ins Kino gekommen ist, wurde der auch schon abgedreht. Auf VHS, finde ich, war das dann irgendwie ein richtiger, mittlerweile ein Kultfilm, der viele von uns begeistert hat und der, glaube ich, 3 Fortsetzungen, also bis zu Die Asse der stählernen Adler hieß er, glaube ich, der 4. Teil ebenfalls. Also alle 4 waren mit Louis Gossett Jr. und über die Jahre rausgekommen, aber Teil 1 bleibt für mich ein absoluter Kult. Ja, bei Action und 80er Jahre darf ein Name nicht fehlen und das ist Clint Eastwood. Und hier habe ich mir einen Film rausgesucht, den vielleicht der eine oder andere gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, nämlich Heartbreak Ridge. Mit Heartbreak Ridge wird es nämlich deutlich bodenständiger. Clint Eastwood spielt hier Gunnery Sergeant Tom Highway. Ja, wirklich, der hieß wirklich Highway in dem Film. Ein alter, erfahrener Marine, der zurück zu einer Einheit geschickt wird, um junge Rekruten auszubilden. Das Problem allerdings ist, die junge Truppe ist undiszipliniert, die sind respektlos und nicht wirklich bereit für den Ernstfall oder auf den Ernstfall vorbereitet. Mit seiner rauen Art und seinen unkonventionellen Methoden eckt Highway, also Clint Eastwood, ständig an, sowohl bei den Soldaten als auch bei seinen Vorgesetzten.
Doch nach und nach schafft er es, aus der Gruppe eine funktionierende Einheit zu formen. Also da geht es darum, dass er mit seinen Methoden, wie gesagt, erstmal aneckt, aber dann nach und nach die Leute begreifen, dass der alte Haudegen doch so ein bisschen Ahnung hat von dem, was er macht. Und am Ende steuert der Film tatsächlich auf einen echten Einsatz zu, die Invasion von Grenada, wo sich zeigt, ob seine Ausbildung wirklich funktioniert hat. Ja, Clint Eastwood war in dem Film, Clint Eastwood macht ja jetzt immer noch Filme, er hat, glaube ich, jetzt wieder vor kurzem einen Film abgedreht, was sein letzter sein soll, also Regie führt er ja immer noch und war in dem Film schon Mitte 50 Jahre alt, 1986, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat da aber so eine Ausstrahlung, so eine Präsenz, dieser Mann ist einfach ein Phänomen und ich hoffe, auch wenn er nur hinter der Kamera Platz nimmt und uns noch den ein oder anderen tollen Film mit seiner Regie präsentiert. Der nächste Film, den ich euch jetzt vorstelle, den kennt ihr vom Namen vielleicht her nicht, vom Filmtitel her, das ist Avenging Force. Ja, der wurde bei uns auch bekannt, zum Beispiel unter dem Namen Night Hunter und kein geringer spielt mit als B-Movie, 80er Jahre Action-Ikone Michael Dudikoff, bekannt aus American Fighter oder im Original American Ninja vor allem. Und hier geht es um Matt Hunter. Also Night Hunter war so der deutsche Titel, unter dem man den Film eher kennt. Und im Film heißt er Matt Hunter, ist ein ehemaliger Geheimagent, der plötzlich ins Visier einer geheimen Organisation gerät. Diese Gruppe, genannt Petangle, veranstaltet regelrechte Menschenjagden auf politische Gegner. Als ein Freund von Hunter in die Politik geht, wird er zum Ziel und Hunter gerät mitten rein in die Situation. Was folgt? Es ist ein brutaler Überlebenskampf. Hunter wird gejagt, muss Fallen überstehen und sich gegen mehrere Angreifer behaupten. Also so ein typischer Menschenjagdsfilm der 80er Jahre. Der Film hat ja genau diesen typischen One-Man-Army-Vibe, den man aus den 80ern kennt. Produziert wurde er natürlich, wie soll es anders sein bei solcher Art von Filmen, von Cannon Films. Und ein kleiner Fun-Fact hier: Chuck Norris war ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehen. Ja, was soll ich sagen? Heute gilt, würde ich sagen, Avenging Force als klassischer 80er Jahre Actionfilm, den vielleicht viele von euch vergessen haben. Wenn dem so ist, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu den finalen 2 Filmen und ich gehe davon aus, dass ihr beide nicht kennt oder vielleicht, wie gesagt, komplett vergessen habt. Den Anfang macht FX Tödliche Tricks. FX ist ein etwas anderer Actionfilm und genau das, finde ich, macht ihn so spannend und interessant. Im Mittelpunkt steht Rolly Tyler, Special Effects Experte, der normalerweise für Filme realistische Tricks und Illusionen entwickelt, also mit Handarbeit Monster, klassische Monster kreiert und so weiter, also Puppet-Effekte macht. Und eines Tages wird er vom FBI engagiert, um einen Mord vorzutäuschen, als Teil von so einem Zeugenschutzprogramm. Doch nachdem alles scheinbar erfolgreich abläuft, wird er plötzlich selbst zur Zielscheibe. Schnell wird klar, er wurde benutzt und steckt mitten in einer Verschwörung. Jetzt muss er genau das einsetzen, was er am besten kann: Täuschung, Illusion und Spezialeffekte. Das heißt, er wird gejagt und muss jetzt zusehen, dass er mit seinen Tricks, die er beruflich macht, wirklich jedes Mal dem Gegner ein Schnippchen schlägt. Und er baut Fallen, inszeniert falsche Szenen und nutzt seine Tricks, um seine Gegner auszuschalten. Ich finde, das Besondere an dem Film ist, die Effekte sind fast alle praktisch gemacht. Also da gab es kein CGI, sondern alle Effekte wurden wirklich mit Hand gefertigt und das sieht man dem Film auch an. Nicht, dass es schlecht ist, sondern dass es halt wirklich, ich mag diese handgefertigten Effekte viel mehr als diese, ich nenne es jetzt einfach mal CGI-Gewitter. FX war damals ein Überraschungserfolg und bekam sogar eine Fortsetzung. Ja, heute, denke ich mal, ist er aber bei einigen von euch mit Sicherheit nicht mehr so auf dem Radar. Der finale Film heute ist Black Moon oder auch Black Moon Rising. Und ich wette mal, den kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Ist ein, würde ich sagen, ein Geheimtipp. Im Mittelpunkt steht der Autodieb Quint, der von der Regierung angeheuert wird, um ein gestohlenes Hightech-Gerät zurückzuholen. Um es zu verstecken, platziert er es in einem futuristischen Prototyp-Sportwagen, dem sogenannten Black Moon. Natürlich läuft nichts nach Plan, das Auto wird gestohlen und landet bei einer professionellen Diebesbande. Was folgt, ist quasi eine Verfolgungsjagd durch die 80er Jahre Unterwelt.
mit genau diesem typischen 80er-Mix, Action, Technik und so weiter. Das Highlight des Films, würde ich sagen, ist ganz, ganz klar das Auto. Viele erinnern sich, wenn sie halt den Film kennen, und wenn man sagt Black Moon, dann erinnern sie sich meistens an dieses schwarz-rote Auto, was heute, finde ich, ziemlich, ja, so ein bisschen albern aussieht, muss ich sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das denkt. Das Drehbuch, das ist vielleicht ganz interessanter Fun-Fact hier, das Drehbuch stammt von John Carpenter. Ja, genau, John Carpenter, Erfinder von Halloween, Macher von Remake von Das Ding aus einer anderen Welt, Die Klapperschlange, Snake Plissken und so weiter, hat hier das Drehbuch tatsächlich geschrieben. Ich glaube, auch im Kino war das nicht so wirklich ein Erfolg. Der Erfolg hat sich mehr so auf Video eingestellt, durch Hörensagen und so weiter und ist für mich heute einer der vergessenen, fast vergessenen Filmperlen des 80er Jahre Actionkinos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Video mit eurem liebsten Actionfilm von 1986, den wir vielleicht alle vergessen haben. Und schaut mal in meine anderen Videos rein. Da habe ich andere Bestenlisten und so weiter. Also Leute, ihr werdet mit Sicherheit auf meinem Kanal fündig. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Retro.